Die Deutsche Bahn und Siemens Mobility treiben die klimafreundliche Verkehrswende auf der Schiene weiter voran. Erstmalig stellten beide Partner am Siemens-Fertigungsstandort in Krefeld Elemente des innovativen Wasserstoff-Gesamtsystems vor. Dabei handelt es sich um die neueste Generation eines Wasserstoffzugs und um einen neu konzipierten, mobilen Wasserstoffspeichertrailer. Das Fahrzeug und die passende Infrastruktur sollen Dieselzüge im Regionalverkehr ersetzen und die CO2-Emissionen auf der Schiene auf Null reduzieren. Nach einem positiven Bürgerentscheid im baden-württembergischen Weilheim an der Tech will cellcentric jetzt Taten sprechen lassen. Mit dem Ja zur Ausweisung eines Gewerbegebiets ist die Voraussetzung für die angekündigte Gigafactory für Brennstoffzellen in der Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern geschaffen. Bei cellcentric handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo. Der Verband der schweizerischen Gasindustrie hat zusammen mit den Beratungsunternehmen eBridge und Polynomics das H2-Barometer lanciert, welches das Investitionsklima in der Wasserstoffwirtschaft in der Schweiz bewertet. Das H2-Barometer dient Investoren, Behörden und anderen Interessengruppen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft zur Bewertung und Beurteilung der Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwirtschaft in der Schweiz. Das Barometer wird vorerst halbjährlich veröffentlicht. Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Anglo American hat den Prototyp des nach eigenen Angaben weltweit größten wasserstoffelektrischen Minenfahrzeugs präsentiert. Der Muldenkipper Nucien kombiniert mehrere Brennstoffzellen mit einem Batteriepaket für eine Gesamtleistung von 2 Megawatt und kann eine Nutzlast von 290 Tonnen transportieren. Verpassen Sie jetzt keine Wasserstoff-News mehr und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel.